Was passiert eigentlich, wenn man einen Campmaster nicht nur im Garten stehen hat, wo man ihn ab und zu mal besucht und ein bisschen neu ausrichtet, sondern ihn direkt auf den Beifahrersitz packt und dann hunderte Kilometer durch die Landschaft jagt? Tja, mein Auto wird heute offiziell zum Campmastermobil. Wer sich mit der Materie beschäftigt, der weiß, dass so ein Gerät seine größte Wirkung entfaltet, wenn es arbeitet, wenn er in Bewegung bleibt und wenn man ihm Aufmerksamkeit schenkt. Tja, und ich gehe heute den entscheidenden Schritt weiter. Wenn nämlich Bewegung der Schlüssel zum Erfolg ist, na, dann ist die Autobahn heute mein Labor. Ich habe ein Trio an Bord. Und zwar einen kleinen Flitzer, na, den nenne ich Goldstück. Dann habe ich hier einen mittleren Campmaster und einen, naja, sagen wir mal, größeren Brocken. Das ist mein Minias. Wir fahren von Meerane bis hoch in den Norden bei Stendal. Und die große Preisfrage ist heute, reißt da oben wirklich die Wolkendecke auf, wenn diese geballte Ladung Orgonit permanent ihre Position verändert? Ziehe ich eventuell eine echte Schneise in den Himmel oder war das alles bisher am Ende doch nur Einbildung? Ich filme alles und danach schauen wir uns in der Windy-App die nackte Wahrheit an. Bleibt dran, Greenhorn Campmastermobil nimmt Fahrt auf. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Greenhorns Gartenwelt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und für alle, die zum ersten Mal reinschauen, ich bin Greenhorn, neugierig, experimentierfreudig, tja, und heute mal wieder im Bereich der Orgonite und Campmaster unterwegs. Und ich sage euch eins, der Garten kann warten. Ich lasse heute die Beete wieder links liegen und stürze mich in ein Experiment, das die Frage klären soll, tja, kann ich mit meinem Campmastermobil eine Schneise in die Wolkendecke ziehen? Und was passiert dann da oben wirklich? Aber bevor ich den Motor starte, will ich euch mal kurz den Plan erklären. Also, jetzt ist es ca. 7 Uhr morgens am 1. April hier in Meerane. Das ist nämlich mein Start. Und mein Ziel liegt über 300 Kilometer entfernt im Norden bei Stendal in der Nähe. Ich fahre die meiste Zeit die A9 in den Norden. Das sind hin und zurück satte, naja, sagen wir so ca. 640 Kilometern auf dem Asphalt. Tja, naja. Wer aber seinen Campmaster im Garten oder auf dem Grundstück stehen hat, na, der weiß ganz genau, da geht man am Ende immer wieder hin, bewegt ihn, beobachtet den Himmel, das Wetter, aus welcher Richtung es kommt und richtet dann den Campmaster immer wieder neu aus, dass er ordentlich arbeiten kann. Das ist ja im Grunde ein dynamischer Prozess. Und ich dachte mir, was ist effektiver, als das Gerät gleich dauernd in Bewegung zu halten? Also in einem Auto, da ändert es laufend seine Position, da ist er ständig im Fluss und in Bewegung. Und damit auch für jede Form der Einmessung, na, absolut unberechenbar, oder? Das ist dann, man kann sagen, wie ein Spiel zwischen Katz und Maus. Tja, naja, ganz ehrlich, ich habe das schon öfters gemacht, wie eine Art Experiment, nur eben leider nicht auf Video aufgenommen. Und während ich gefahren bin, haben mich dabei einige Argonauten auf der Windy-App online begleitet und beobachtet. Und die haben mir gesagt, dass ich angeblich eine weitreichende Schneise in die Wolken tatsächlich hinterlassen habe, wenn ich unterwegs war. Und heute prüfe ich das ohne Begleitung von außen. Nur ich, meine 3 Campmaster, naja, und die weite Strecke. Ich beobachte während der Fahrt bewusst den Himmel und danach ziehe ich über die Windy-App die unbeschlechte Vergleiche, ob entlang meiner Route tatsächlich was verändert hat oder eben nicht. Und bevor ich losfahre, zeige ich euch erstmal, wie ich die Campmaster überhaupt positioniere. Den Minias, den großen, den habe ich jetzt hier so schräg nach vorne positioniert. Überhaupt müssen die Rohre immer nach vorne positioniert sein. Das ist ganz wichtig. Dann den mittleren, den nehme ich dann auf die Beifahrerseite. Hier hinten. Auch schräg nach vorne. Man kann auch nicht wegrollen oder so. Und Goldstück hängt mir hier im Kaffeebecher drin. Also in der Kaffeebecheranlage kann man sagen, auch schräg nach vorne.
So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal in Ruhe an, bevor ich überhaupt losfahre. Ich habe hier die Windy-App offen. Wir starten hier unten in Meerane, gehen dann Richtung Westen über die A4, dann übers Hermsdorfer Kreuz auf die A9 und ziehen das Ganze hoch in den Norden Richtung Stendal. Also irgendwo dazwischen Magdeburg und Berlin. Tja, und wenn ich mir das so richtig anschaue hier, dann weiß ich eigentlich jetzt schon, wie die Hinfahrt überhaupt ausgehen wird. Denn das ist kein lockerer Himmel. Das ist dieses typische Leichentuch, diese richtig dichte weiße Decke, wo du hochguckst und denkst, boah, ja, dankeschön auch, heute wird da wohl nicht viel werden, oder? Ich rechne damit, dass ich so gegen 10, naja, halb 11 in der Nähe von Stendal mein Ziel erreiche. Und ganz ehrlich, da wird's wohl erstmal bis dahin nicht so viel passieren, ne? Aber jetzt kommt genau der Punkt, der das Ganze spannend macht. Denn die Erfahrung zeigt, die Wirkung kommt oft nicht sofort. Wenn ich dann zurückfahre oder wenn ich oben eine Weile bleibe und in der Umgebung sonst nichts läuft, dann kann es plötzlich anfangen, sich zu verändern. Also nicht mit einem Knall, sondern eher so, als würde da jemand ganz langsam den Vorhang ein Stück aufziehen. Und genau das ist heute der Plan. Hinfahren, wahrscheinlich zäh, vor Ort beobachten, vielleicht tut sich da was und bei der Rückfahrt dann schauen wir mal, ob sich da oben so richtig was aufzieht. Also, Bedingungen sind gesetzt, jetzt liegt's nicht mehr an mir, sondern am Himmel und am Camperstar. Und heute ist in Meerane, wo ich jetzt losfahre, 3,5 Grad Celsius. Es ist kalt, Nieselwetter, also ganz feuchtes Wetter und der Himmel ist richtig zu, wie man auch auf Windy sehen konnte. In der Szene sagt man, das ist eine Leichendecke, die hängt richtig fest. Also es ist ganz schwer, so eine Decke aufzuknacken, dass da überhaupt ein bisschen Blau hervorkommt. Aber das ist ja das Experiment und das probieren wir heute. So, ich fahre auf der A4 Richtung Hermsdorfer Kreuz, wo es dann auf die A9 Richtung Norden geht. Und man sieht ja schon, die Decke ist richtig zu. Der Himmel ist absolut bedeckt. So, ich bin jetzt gerade auf der Höhe von Gera vorbeigefahren und es ist noch alles weiß oben. Also die Leichendecke ist immer noch richtig zu. Ja, und während ich jetzt hier fahre, habe ich ein bisschen Zeit, euch auch mal eine schöne Story zu erzählen. Denn ich habe dieses Experiment natürlich schon mal probiert und ich wollte es auch schon mal online stellen, aber das war so schief gegangen, dass ich gesagt habe, nein, das muss ich später noch mal probieren. Und zwar war das im Winter und ich bin auf der A4 von Meerane Richtung Frankfurt am Main gefahren. Also es war auch so eine Strecke von 340 Kilometer circa. Und mich hat dabei ein Orgonaut begleitet, online. Und wir waren ständig in Kommunikation. Also der Orgonaut hat immer auf die Windy-App geschaut, ob sich was tut. Und hat mir natürlich immer wieder berichtet, wie die Situation ist und was er sieht. Aber ich habe sogar vor mir im Prinzip eine Schneise gezogen. Zumindest war der Himmel schon blau. Und der Orgonaut hat gesagt, du, es sieht ganz böse aus. Hinter dir bildet sich eine gewaltige Wetterfront, die kommt aus dem Osten und schiebt eine gewaltige Schneewalze vor sich her. Das heißt, die hat mich dann verfolgt. Ich habe das gar nicht so für wahrgenommen. Und als ich dann an mein Ziel angekommen war, kurz davor, hat mich die riesige Schneewalze richtig stark erwischt. Es war keine Möglichkeit. Also es gibt Naturgewalten beziehungsweise Situationen, da kannst du mit dem Campbuster einfach nichts machen. Und dazu habe ich natürlich ein paar Videoschnipsel, die ich bisher noch nicht veröffentlicht habe und die zeige ich euch jetzt mal. Sie sagen, der Cambuster wirkt wie eine Akupunktur auf den Himmel. Die sogenannte Orgonenergie wirkt nicht nur harmonisierend, sondern auch befreiend und wolkenauflösend. Die Orgonauten sagen weiterhin, man zieht eine Schneise hinter sich her und diese Schneise reinigt dann den Himmel. Und genau deshalb verbinde ich heute mal das Berufliche mit dem Experimentellen. Ich bin dienstlich mit meinem Reisetraktor unterwegs und habe meinen kleinen Cambuster mit an Bord. Der fährt heute mit mir. Und aus genau diesem Grund nenne ich das Ganze Cambustermobil. So, ich bin jetzt mal ganz kurz vor Erfurt auf eine Raststätte rausgefahren, um mal auf die Windy-App zu schauen. Und da ist eindeutig zu erkennen, dass aus dem Osten
so eine Art Frequenzgebilde oder Frequenzmuster in den Westen reingeschoben werden. Heute ist es sehr windig, der Wind kommt aus dem Osten und jetzt will ich den Cambuster nach hinten ausrichten, so dass ich während der Fahrt das Kupferrohr in Richtung Osten zeigt. Einfach um, sage ich mal, die Wolkenformation, die da jetzt so in den Westen reingeschoben wird, da ein bisschen aufzusticheln, damit die Sonne ein bisschen Chance hat rauszukommen. Mal sehen, ob das funktioniert. Deswegen bin ich jetzt mal kurz angehalten. Ja, da ist das gute Stück. Ich habe das schon ein bisschen nach hinten geschoben. So, ein bisschen ausgerichtet, dass er nach hinten zeigt. Boah, es ist kalt. Minus 5 Grad. So, und weiter geht's. Cambuster Mobil, wir sind unterwegs im Flow. Jede Fahrt nach vorn bringt das Licht wieder zurück ins Blau. Cambuster Mobil, keiner bleibt hier stehen. Wenn wir einmal rollen, siehst du oben, was passiert. Ich steig ein, dreh den Schlüssel, keine Zeit für Stillstand. Blick nach oben, alles dicht, als wär's zugemacht. Doch ich fahr los, einfach raus aus dem Grau. Und ich seh schon nach paar Kilometern, da wird's blau. Keine Theorie, ich beweg mich im Raum. Zwischen Straße und Himmel verändert sich der Raum. Kein Druck, kein Zwang, nur der Weg, der mich zieht. Und ich merk, wie sich da oben langsam was verschiebt. Greenhorn unterwegs, jeden Tag auf der Bahn. Und ich nehm das jetzt mit, weil ich's verbinden kann. Cambuster Mobil. So, jetzt bin ich in Eisenach auf der Raststätte. Ich werde mal einen Kaffee mir gönnen. Und ich muss sagen, wenn ich das so auf der Wetter-App beobachte, es ist sehr schwer heute, fast unmöglich, diese Massen irgendwie aufzureißen. Es scheint wahrscheinlich nicht immer so zu gehen, aber der Tag ist ja noch nicht zu Ende, beziehungsweise die Fahrt. Aber jetzt hole ich erstmal einen Kaffee. Ja, die Argonauten sagen teilweise, dass nachts es fast doppelt so schwer ist, den Himmel aufzureißen, weil die Sonne doch mehr unterstützt. Aber jetzt kommt die Sonne gleich langsam raus. Vielleicht bekomme ich da Unterstützung von der Sonne. Schauen wir mal. Wir geben ja nicht auf, oder? Ja, ich habe es kaum ausgesprochen. Jetzt kann man es gut sehen. Hier ist der Himmel tatsächlich aufgerissen. Und wo es aufgerissen ist, sind sie wieder fleißig, ne? Sieht man das? Ja, jetzt bin ich schon auf der A5 bei Bad Hersfeld schon vorbei. Und ich habe es ja gezeigt, über mir hat die Decke schon etwas aufgerissen. Jetzt ist natürlich schwer zu sagen, liegt das an meinem Cambuster Mobil? Oder, naja, weil die Wetterkarte zeigt eigentlich eine durchgehende Decke, also eine ziemlich schwere Decke, die sehr schwer aufzureißen ist. Aber ich hier im Auto sehe, dass trotzdem was schon geöffnet ist. Das deckt sich irgendwie nicht so richtig. Also das hier ist wirklich ein klassisches Bild. Schöne Strickmuster am Himmel mit einer Windreichsmühle. Ja, das ist wirklich klassisch, ne? Für unsere Umwelt. Also ich muss wirklich sagen, die Schneemassen, die Schneewalze, die aus dem Osten mich verfolgt hat mich hier jetzt völlig überwältigt. Es ist so eingeschneit, dass selbst die Autos links und rechts im Straßengraben schon liegen. Ich bin jetzt in Hessen. Alles zugeschneit, die ganzen Straßen voller Schneedecke. Ich bin froh, dass mein Cambuster Mobil Allrad hat, weil sonst wüsste ich nicht, wie ich mich hier bewegen sollte. Also es war total überraschend. Ihr habt ja gesehen, vor mir war eigentlich alles so optimistisch. Die Wolkendecke war aufgekratzt, ne? Man hat das Blau schon drunter gesehen und ich habe mich schon gefreut. Naja, das Experiment habe ich nicht aus Spaß gemacht, denn ich habe schon zweimal den Cambuster bei mir im Auto gehabt und in der Wetter-App habe ich gesehen tatsächlich, dass ich eine Schneise gezogen habe und nun wollte ich es tatsächlich dokumentieren. Deswegen habe ich das Video auch machen wollen, habe mich darauf vorbereitet und wie das so ist, Murphys Gesetz, ne? Vorzeigeeffekt, genau in dem Moment funktioniert es nicht. Ja? Aber
die Argonauten sagen, bei solchen Massen an Wolkenbewegungen, also bei so einer Walze, hast du gar keine Chance. Also das sieht man ja wohl ein. Ich zeige noch ein paar Impressionen, damit auch jeder sieht, nachvollziehbar, was hier wirklich passiert ist. Ne? Ja, aber ich gebe nicht auf. Wie ich schon sagte, es ist möglich aufzureisen, es ist möglich die Sonne hervorzuholen. Ich habe es selbst gesehen, aber nicht bei solchen Situationen. Mir kommt es fast so vor, als ob irgendjemand gesteckt hat, dass Greenhorn heute so ein Experiment machen will und nur damit es so aussieht, dass es zum Scheitern verurteilt ist, hat jemand den Schneeknopf gedrückt. Wer weiß. Wir sind unterwegs im Flow. Jede Fahrt nach vorn bringt das Licht wieder zurück ins Blau. Cambuster Mobil, keiner bleibt hier stehen. Wenn wir einmal rollen, siehst du oben, was passiert. Also Leute, die Massen, die Wolkenmassen waren so stark, die aus dem Osten wie eine Walze mich eingeholt haben, dass innerhalb kürzester Zeit so viel Schnee runtergekommen ist, dass selbst mein Cambuster Mobil so eingeschneit ist. Ich muss das Experiment abbrechen mit sofortiger Wirkung und einen neuen Termin ansetzen. Also wir sehen uns beim nächsten Experiment. Cambuster Mobil ist unterwegs. So, ich fahre jetzt gerade auf der A9 Richtung Schkeuditzer Kreuz. Ich bin schon auf der Höhe von Leipzig und ich muss sagen, der Himmel ist immer noch richtig fest und zu. Und hier sieht man das Kupferrohr von meinem größeren Cambuster. Der ist schräg so nach vorne rechts gerichtet. Damit streife ich auch so ein bisschen die Funktürme, die so an der Autobahn am Rand stehen. Ja, ich habe es schon 8:48 Uhr, also kurz vor 9. Und ich bin auf der A9 auf der Höhe von Dessau. Und gleich kommt eine Abfahrt, dann fahre ich Landstraße Richtung Stendal. Und wie sieht der Himmel aus? Also ich sehe überhaupt keinen Himmel momentan, weil es sogar etwas neblig ringsum geworden ist. Wir sind unterwegs im Flow. Jede Fahrt nach vorn bringt das Licht wieder zurück ins Blau. Cambuster Mobil, keiner bleibt hier stehen. Wenn wir einmal rollen, siehst du oben, was passiert. Und wenn ich so die Landstraße fahre, Richtung Stendal, dann fahre ich natürlich langsamer. Also ich fahre maximal so 80 Kilometer pro Stunde. Und das gibt natürlich den Cambuster die Chance, etwas mehr den Himmel zu massieren. Ne? Und dann spürt man schon, dass es über mir immer freier wird. Das zeige ich jetzt gleich mal. Also man sieht praktisch ringsrum ist noch zu und wenn ich jetzt so nach oben schaue, hier wird es schon etwas blauer. So, jetzt ist es kurz vor 11 Uhr, also 10:40 Uhr ungefähr, und ich bin am Ziel angekommen. Und ich werde am Ziel ungefähr, naja, ich sag mal, eine Stunde, vielleicht 1,5 Stunden bleiben. Und im Auto bleiben auch die 3 Cambuster. Und dann schaue ich mal in den Himmel, ob sich in der Stunde auch was tut. Also ich bin jetzt auf dem Standort, wo ich jetzt war, zu einem Geschäftstermin, naja, ungefähr 1,5 Stunden. Und in der Zeit hat sich bei mir oben der Himmel frei gemacht, wie man sehen kann. Ja, und jetzt fahre ich wieder die gleiche Tour zurück. Wahrscheinlich wirken die Cambuster, wenn die auch eine Weile hier sind. Hier gibt es auch in der Nähe wahrscheinlich auch keinen Orgoniten, davon bin ich überzeugt, weil ja auch ein Naturschutzgebiet hier gleich in der Nähe ist. Da ist niemand. Ja, und das ist für mich ein kleiner Beweis, dass doch irgendwie was funktioniert. Und jetzt fahre ich die ganze Tour nochmal zurück und schaue mal, wie sich dann dort der Himmel befreit oder auch nicht befreit. Das sehe ich dann wieder in der Windy-App. Also, ja, und entlang meiner Strecke jetzt, auch auf der Rücktour, hat sich der Himmel jetzt befreit. Also ist blau.
Also ich muss wirklich sagen, dass die Hinfahrt eine andere Qualität hat als die Rückfahrt. Bei der Hinfahrt hatte ich ja die Leichendecke. Die Leichendecke, sagen auch die Argonauten, die ist so starr, so schwer, die ist eigentlich kaum zu knacken. Und das Gefühl hatte ich heute auch. Und als ich dann 1,5 Stunden bei meinem Termin war, dann fing schon über mir an, die Wolkendecke so aufzubrechen. Habe ich auch gezeigt, dass da das Blau richtig schön durchkam. Und jetzt auf der Rückfahrt, ich bin jetzt schon eine ganze Weile auf der A9 unterwegs, da hat sich über mir die Wolkendecke aufgetan, die Sonne scheint und ringsherum, wenn ich so schaue, da ist überall noch Wolken, aber über mir ist alles frei und die Sonne scheint sogar. Ich zeige das auch gleich nochmal. Auch in der Windy-App sehe ich, dass ich da in einer Schneise drinne fahre. Das links und rechts ist frei, also ja, das ist wie so eine Schneise, kann man sagen. Also man kann richtig sehen an den Seiten, am Horizont alles Wolken, auch vorne, wo die Windräder sind, alles Wolken, auch an den Seiten. Und wenn ich über mir schaue, ist es aufgebrochen, da wo ich lang fahre. Da schaut sogar die Sonne raus. Ist das Zufall? So, ich bin von der Weidenfahrt jetzt zurückgekommen. Die Campbuster waren sehr gut bewegt und auch hier wieder in meinem Heimatort ist oben der Himmel aufgelockert. Und wisst ihr was? Ich weiß jetzt schon ganz genau, was jetzt kommt. Die einen werden sagen, ja, genau so habe ich das auch schon erlebt. Das sind meistens die Leute, die selbst auf Orgonit schwören, die Erfahrungen damit gesammelt haben oder direkt aus der Orgonit-Szene kommen. Und das sind nicht gerade wenige. Das sind inzwischen richtig viele geworden, die mir das hier auch so bestätigen können. Und die anderen, naja, die schütteln den Kopf und sagen, ach komm Greenhorn, das ist doch alles nur purer Zufall. Und wisst ihr was? Beides ist völlig in Ordnung. Ich bin nämlich nicht hier, um jemanden zu missionieren oder mit Gewalt auf meine Seite zu ziehen. Das würde sowieso nicht funktionieren. Ich glaube fest daran, solche Dinge muss man selbst sehen, selbst ausprobieren und sich vor allem eine eigene Meinung bilden. Mir geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Mir geht es darum, dass wir überhaupt wieder anfangen hinzuschauen. Und zwar überall. Dass wir nicht alles als Gott gegeben hinnehmen, sondern uns bewusst fragen, was passiert da oben eigentlich jeden Tag, direkt über unseren Köpfen. Denn egal wie man das Ganze am Ende bewertet, eines ist doch ganz glasklar. Wir brauchen die Sonne. Die Pflanzen brauchen sie, die Tiere brauchen sie, naja, und wir Menschen ganz genauso. Wenn ich sehe, wie sich der Himmel immer wieder zuschiebt, wie sich diese milchige Decke ausbreitet und einfach nicht mehr auflösen will, dann denke ich mir, wir können doch nicht einfach nur so daneben stehen und sagen, naja, ist halt so, oder? Und ich bin der Ansicht, wir müssen anfangen, Lösungen zu suchen und umzusetzen. Und genau das ist das, was ich hier auch versuche. Nicht mit dem Zeigefinger, sondern weil ich neugierig bin, weil ich wissen will, kann man etwas verändern. Ihr habt in meinen Videos gesehen, wie so ein Campbuster aufgebaut ist und was der Grundgedanke dahinter ist. Das war die Basis. Aber das heute, das war einfach nur der nächste Schritt. Und jetzt kommt der Punkt, der mich persönlich am meisten reizt. Stellt euch mal vor, das hier bleibt nicht nur bei einer Person im Garten. Stellt euch vor, es fahren plötzlich überall Menschen durch die Gegend mit einem kleinen oder größeren Campbuster im Auto, im Rucksack oder auch einfach nur im Gepäck. Nicht als Kampf gegen irgendwen, sondern als gemeinsames Tun. Viele kleine Punkte, die ständig in Bewegung sind und den Himmel neu ausrichten. Was sagt ihr denn dazu? Wollen wir das Ganze gemeinsam mal angehen? Ich habe mir mal überlegt, in meinen nächsten Videos mal ganz genau zu zeigen, wie baut man so ein Teil eigentlich, worauf muss man achten, damit das Ganze auch wirklich Hand und Fuß hat. Und dann ist die Frage, wer von euch wäre bereit, daraus ein echtes Campbuster Mobil zu machen und das Ding einfach mal mit auf Tour zu nehmen. Stellt euch mal vor, was passieren könnte, wenn wir daraus eine richtige Campbuster Mobilbewegung machen könnten. Naja, und da bin ich natürlich extrem gespannt, wie ihr auch darüber denkt. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Lasst uns da mal ganz neugierig gemeinsam drauf schauen. Und wenn ihr meint, dass das noch mehr Leute wissen sollten,
Na dann teilt das Video. Wenn es euch gefallen hat, na dann lasst mir natürlich einen Daumen hoch da. Und falls du es noch nicht getan hast, na dann abonniere den Kanal, damit du die Bauanleitung in Zukunft auch nicht verpasst. Und wenn ihr wollt, dass die Sache hier so richtig Aufmerksamkeit bekommt, na dann gebt mir einen Hype. Dann haben wir die Chance, dass noch viel mehr Leute darauf aufmerksam werden und wir den Himmel wieder ein Stück weit selbst in die Hand nehmen. In diesem Sinne, das Experiment für heute ist damit abgeschlossen, aber ich habe so das Gefühl, das war erst der Anfang. Passt auf euch auf, schaut ab und zu mal nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Greenhorn hier bei Greenhorns Gartenwelt. Mobil, ich fahr den Himmel frei, zieh das Grau vorbei, Stück für Stück wird's frei. Chembuster Mobil, nimm die Straße, komm mit raus und du siehst genau, wie die Sonne wieder rauskommt. Chembuster Mobil, wir sind unterwegs im Flow. Jede Fahrt nach vorn bringt das Licht wieder zurück ins Blau. Chembuster Mobil, keiner bleibt hier stehen. Wenn wir einmal rollen, siehst du oben, was passiert. Ich steig ein, dreh den Schlüssel, keine Zeit für Stillstand. Blick nach oben, alles dicht, als wär's zugemacht. Doch ich fahr los, einfach raus aus dem Grau. Und ich seh schon nach paar Kilometern, da wird's blau. Keine Theorie, ich beweg mich im Raum. Zwischen Straße und Himmel verändert sich der Raum. Kein Druck, kein Zwang, nur der Weg, der mich zieht. Und ich merk, wie sich da oben langsam was verschiebt. Greenhorn unterwegs, jeden Tag auf der Bahn. Und ich nehm das jetzt mit, weil ich's verbinden kann. Chembuster Mobil, immer dabei auf der Fahrt. Und vielleicht reicht Bewegung, weil sich dadurch was klärt. Chembuster Mobil, ich fahr den Himmel frei, zieh das Grau vorbei, Stück für Stück wird's frei. Chembuster Mobil, nimm die Straße, komm mit raus und du siehst genau, wie die Sonne wieder rauskommt. Chembuster Mobil, wir sind unterwegs im Flow. Jede Fahrt nach vorn bringt das Licht wieder zurück ins Blau. Chembuster Mobil, keiner bleibt hier stehen. Wenn wir einmal rollen, siehst du oben, was passiert. Ja, ja. Kilometer zählen, doch ich fühl nur den Beat. Dieser Rhythmus von der Straße, der dich einfach mitzieht. Gleichmäßiger Lauf wie ein Puls durch die Nacht. Und ich seh, wie sich der Himmel langsam anders macht. Erst nur ein Streifen, dann wird's langsam weit. Und genau dieser Moment ist das, was mich treibt. Kein großes Versprechen, kein fertiger Plan. Doch ich bleib auf der Spur, weil ich selber sehen kann. Und vielleicht bist du der Nächste, der fährt. Nicht nur wartet, sondern selbst mal was probiert. Chembuster Mobil, nimm das Ding einfach mit. Und vielleicht verändert sich genau dieser Schritt. Chembuster Mobil, ich fahr den Himmel frei, zieh das Grau vorbei, Stück für Stück wird's frei. Chembuster Mobil, nimm die Straße, komm mit raus und du siehst genau, wie die Sonne wieder rauskommt. Chembuster Mobil, wir sind unterwegs im Flow. Jede Fahrt nach vorn bringt das Licht wieder zurück ins Blau. Chembuster Mobil, keiner bleibt hier stehen. Wenn wir einmal rollen, siehst du oben, was passiert.